Deutsche Unternehmen waren zumindest vor Corona noch sehr zurückhaltend, was die Möglichkeit zum Homeoffice angeht. Nicht einmal 1% aller Stellen im Internet wurden mit der Option zur Heimarbeit ausgeschrieben. Dass sich dieser Trend nun etwas zum Positiven verschiebt, ist absehbar, doch für viele Berufe wird es Wunschdenken bleiben, während es bei anderen Jobs deutlich realistischer ist, dass die Option auf Homeoffice angeboten wird. Wenn du also wissen willst, in welche Richtung du dich orientieren musst, wenn du in Zukunft ganz oder teilweise von zu Hause arbeiten willst, dann spitz jetzt die Ohren. Bereit zum Durchstarten? Bevor wir uns die 5 Jobs ansehen, die die höchste Homeoffice-Chance bietet, noch ein kurzer Hinweis. Am Ende des Videos gibt's noch ein paar wichtige Zusatzinfos und Tipps, wie du die Wahrscheinlichkeit nochmal erhöhst, auch tatsächlich im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Also bleib bis zum Schluss dabei. Job Nummer 1: Programmierer. Die Sparte der Programmierer ist unterteilbar in viele verschiedene Unterkategorien, vom Softwareentwickler über den App-Entwickler bis hin zum Webentwickler. Doch haben sie eines fast alle gemeinsam: Für die Arbeit wird nichts als ein Laptop benötigt, weshalb dieser Job prädestiniert für das Homeoffice ist. Der IT-Bereich ist zeitgleich einer der wenigen Bereiche, in denen gelegentliches oder regelmäßiges Homeoffice in sehr vielen Firmen auch schon seit mehreren Jahren keine Seltenheit ist. Um Programmierer zu werden, kannst du übrigens studieren, musst es aber nicht. Auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung kann zum Ziel führen. Und selbst als absoluter Quereinsteiger bestehen hier Chancen, wenn du dir selbst Entwickeln beibringst und hierzu auch Nachweise in Form von selbstprogrammierter Software erbringen kannst. Das Sahnehäubchen auf dem Programmieren ist, die Verdienstmöglichkeiten sind meistens überdurchschnittlich hoch. Job Nummer 2: Texter. Auch hier gibt es viele Unterkategorien, zum Beispiel der Content Manager oder der Werbetexter. Dabei schreibst du ansprechende Texte für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche innerhalb von Firmen. Ob Blog, Unternehmenszeitung oder ansprechende Texte für Werbeanzeigen im Internet. Auch hier ist die Aussicht auf Homeoffice häufig nicht schlecht, weil du genau wie der Programmierer eigentlich nichts als einen PC oder Laptop benötigst. Meistens sind Texter in Marketingabteilungen angesiedelt, was ein Vorteil ist, da diese häufig sehr viel stärker am digitalen Zeitgeschehen sind und damit auch etwas moderner ausgerichtet sind. Im Texterbereich gibt es sehr häufig Quereinsteiger, weil nicht selten das verborgene Talent erst mit der Zeit zutage kommt. Wenn also keine passende Ausbildung oder auch ein Studium vorhanden sind, ist das noch kein Ausschlusskriterium für eine Karriere in diese Richtung, wenn ausreichend Talent vorhanden ist. Job Nummer 3: Social Media Manager. Wir bleiben nochmal im Marketing. Nicht nur Arbeitsplätze werden digitaler, sondern auch die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden. Auch wenn Deutschland hier etwas hinterherhinkt, sind doch mittlerweile der weit größte Teil der deutschen Firmen in den sozialen Medien präsent und bemüht, hier regelmäßig Inhalte zu posten. Diese Arbeit übernimmt der Social Media Manager. Inhalte recherchieren und posten, geschickt mit Kritik umgehen und die Sichtbarkeit deines Arbeitgebers im positiven Sinne erhöhen. Das sind deine Aufgaben. Auch in diesem durchaus kreativen Job gibt es viele Quereinsteiger. Ein BWL, Marketing oder auch Literaturstudium kann genauso wie eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder auch ein ganz anderer Background zum Ziel führen. Job Nummer 4: Telefonjobs. Insbesondere der Telefonvertrieb ist heute genauso gefragt wie früher und wird schon seit Jahren ganz oder teilweise von zu Hause angeboten. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Möglichkeiten für Jobs am Telefon, zum Beispiel Kundenservice oder auch Beratungstätigkeiten. Während der Vertrieb vielleicht nicht jedermanns Sache ist, weil es schwierig sein kann, bei anderen Menschen anzurufen, um ihnen etwas zu verkaufen, sieht es beispielsweise beim Kundenservice häufig etwas anders aus. Hier kann zum Beispiel der Kunde anrufen, wenn er ein Problem mit einem Produkt oder Service deines Arbeitgebers hat und du unterstützt ihn dabei, das Problem zu lösen.
Auch Telefonjobs eignen sich sehr häufig für den Quereinsteiger. Das Schöne ist, ein überzeugender Anruf bei einem potenziellen Arbeitgeber kann dir schon die Tür öffnen. Denn wenn du sympathisch und überzeugend warst, wirst du das vermutlich auch gegenüber Kunden sein. Job Nummer 5: Designjobs. Das kreativste Feld unter den 5 ist der Designer. Vor allem aber besteht hier auch eine gute Aussicht auf Homeoffice-Potenzial. Egal ob du Flyer erstellst oder Grafiken für die Website deines Arbeitgebers, du brauchst grundsätzlich nur einen Laptop. Änderungswünsche können dann problemlos telefonisch oder per Webkonferenz besprochen werden. Üblicherweise gibt es 2 Wege, mit denen du zu einem entsprechenden Job kommst. Der eine ist ein Design- oder ähnliches Studium, der andere ist eine Ausbildung, klassischerweise zum Mediengestalter. Aber auch hier gilt wie bei allen anderen Jobs in der Liste: Quereinstieg absolut möglich, denn wer ein talentierter Designer ist, der kann das auch problemlos mit seinen Arbeiten nachweisen. Sehen wir uns jetzt noch ein paar wichtige Dinge an, wenn es darum geht, ob und wenn ja, wie du einen Job bekommst, bei dem du im Homeoffice arbeiten kannst oder darfst. Zunächst einmal die Voraussetzungen. Es mag erst einmal ernüchternd klingen, aber in aller Regel gilt: gefragt ist Arbeitserfahrung. Als Uni-Abgänger wirst du dich in aller Regel schwer tun, sofort einen Homeoffice-Job zu bekommen. Arbeitgeber wollen erst einmal sehen, wie du arbeitest. Sie wollen deine Fähigkeiten zur Kommunikation und deine Eigenverantwortlichkeit erahnen können, bevor sie dich im Homeoffice komplett aus dem Blickfeld verschwinden lassen. Sowohl bei einem neuen Arbeitgeber als auch zu Beginn deines Arbeitslebens kann es also sein, dass du etwas Geduld mitbringen musst und dass du zumindest nicht sofort und vollständig aus dem Homeoffice arbeiten darfst. Da war doch was mit Freiberuf. Wenn du die Geduld nicht aufbringen kannst oder sowieso lieber dein ganz eigenes Ding machen willst, gibt es eine zweite Option und die heißt Freiberuf. Insbesondere kreative Berufe und IT-Jobs werden nicht selten an externe Freelancer vergeben. Wenn du also auf eigene Rechnung von zu Hause und bei freier Zeiteinteilung arbeiten willst, ist vielleicht auch das eine Option für dich. Vergiss die regionalen Grenzen. Wenn es auf jeden Fall ein Arbeitgeber sein soll, denk dran: wenn du einen Homeoffice-Job suchst, muss der Arbeitgeber ja gar nicht mehr bei dir in der Nähe sein. Theoretisch kommt also ganz Deutschland, ja vielleicht sogar das Ausland in Frage. Und selbst wenn du zum Beispiel einmal pro Woche ins Büro kommen musst, ist doch vielleicht eine 3-stündige Autofahrt kein Hindernis mehr, wenn du dafür die anderen 4 Tage von zu Hause aus arbeitest. Das muss natürlich aber jeder für sich selbst entscheiden. Übrigens auch sehr interessant, wenn du einen Job als Freiberufler suchst, ist die Online-Plattform Fiverr. Wie du dort von zu Hause aus Geld verdienen kannst, erfährst du, wenn du auf das Bild links klickst und dir unser Video dazu ansiehst. Und wenn dich interessiert, wie du unabhängig vom Homeoffice zu deiner nächsten Gehaltserhöhung kommst, dann klick jetzt auf das Bild rechts.